Hi, Nana hier von Nanas Knits and Threads. Willkommen zu meiner Episode 18, in der es heute ausschließlich um UFOs gehen soll. UFO, was heißt das? Unfertiges Objekt. Was definiere ich unter unfertigem Objekt? Alle meine angeschlagenen Strickprojekte, die mehr als 4 Wochen in irgendwelchen Ecken oder Projektbeuteln bei mir herumdümpeln. Dazu habe ich letztes Jahr spontan im Januar eine Knit My UFO Gruppe ähm, aufgemacht oder beziehungsweise zum Knit My UFO aufgerufen, und es haben sich auch sehr viele gemeldet und hatten ebenfalls wie ich Lust, mit mir zusammen in den Monaten Januar, Februar, März und April ihre UFOs anzugehen. Ja, Knit My UFO 2024 war dann so erfolgreich und so gut besucht, dass ich sogar eine Anfrage gestartet habe bei diversen Sponsoren, sei es Kleinunternehmer, die Handfärber oder einen Shop haben oder sonst irgendwie Etsy-Shop oder sonst was. Oder halt eben größere Garnhersteller wie Edna zum Beispiel oder auch Bücherverlage wie Fresh Verlag und den Stiebner Verlag, ob die denn Lust hätten, uns dafür zu belohnen, dass wir denn an unseren UFOs arbeiten. Heißt, mit irgendwelchen Produkten, die sie mir zur Verlosung zur Verfügung gestellt haben. Das hat super geklappt und es wurden auch sehr viele Preise verteilt. Und ich habe versprochen, wer Lust hat, kann in der Gruppe bleiben. Die bleibt inaktiv bis Januar 2025 und wir starten dieses Jahr wieder neu. Gesagt, getan. Also ab 1.1.2025 wurde Knit My UFO 2025 auf Instagram wieder aktiviert mit den gleichen Regeln. UFOs, die oder Strickprojekte, die länger als 4 Wochen bei euch irgendwo in irgendwelchen Ecken herumdümpeln, sollen herausgeholt werden, gerne gezeigt werden, geteilt werden. Wer möchte, kann auch gerne Gründe nennen, warum denn das ein oder andere Projekt eben so lange unbeachtet in irgendwelchen Ecken versauert hat. Und dann wird versucht, eben dies bis Ende April zu beenden, und ich ebenfalls gilt das gleiche Regeln gelten für mich, aber ich versuche auch wieder parallel diverse Preise ähm, zu erfragen, zu besorgen und diese als Belohnung für alle die, die den Hashtag KnitMyUFO 2025 oder eben Hashtag KnitMyUFO 2025 Kall unter ihre Beiträge setzen, zu verlosen. Das heißt, ihr müsst nicht in der Gruppe aktiv mitmachen, um gewinnen zu können, aber ihr müsst auf Instagram unter eure Beiträge diese Hashtags benutzen. Nur so kann der Generator am Ende euch finden. Nur so kann ich diverse Preise verlosen. Gleichzeitig aber werde ich die Projekte, die gezogen werden vom Generator, natürlich auch noch mal recherchieren. Nicht, dass ihr vorher gepostet habt, irgendwie im Februar, ihr habt das UFO beendet und im Januar war erst der Anschlag. Das sieht man ja dann auch. Also um es fair zu halten, muss das natürlich schon vorm Januar passiert sein, das Projekt. Also in 2024 muss es angeschlagen gewesen sein und nicht erst in 2025. Ja, ich glaube, ich habe jetzt alles erklärt. Noch kurzum, Dauerwerbesendung, alles, was ich euch in die Kamera zeige, wurde zum größten Teil von mir gekauft. Wenn nicht, werde ich es dazu sagen. Ansonsten findet ihr mich auf TikTok, Instagram, YouTube, PayPal und Kofi unter Nanas Knits and Threads und auf Ravelry unter Knits and Threads. Und wenn ihr euch da mit mir verbinden wollt, dann stupst mich doch auf Ravelry an. Dann können wir uns gegenseitig folgen und unter My Friends, also meinen Freunden, können wir dann sehen, was denn uns so inspiriert und gefällt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich versuche diese Folge möglichst kurz zu halten, heißt unter einer Stunde, weil schnitttechnisch ist es eine Katastrophe. Wenn die Folgen denn doch länger dauern, umso länger dauert das Befüllen der Infobox, das Betiteln aller Projekte und so weiter und so weiter. So, aber lange Rede, kurzer Sinn, verlosen
tue ich dann, die Produkte, die mich erreichen, als, Sachspende für dieses Gewinnspiel, was, ich alleine betreibe und lediglich die Produkte gespendet bekomme. Und es ist immer wieder, interessant, welch positive Energie von eurer Seite wieder zu mir zurückkommt und wer sich denn da so alles meldet. Also nicht nur, kleine Shopbetreiber, Handfärber, Etsy, Shopinhaber, oder halt eben Buchverlage und, Garnhersteller, sondern auch Privatpersonen, die dann auch unbedingt was zurückgeben wollen und sagen: „Hier, ich habe auch, Wolle, die möchte ich spenden. Darf ich das? Ähm, würdest du das mit in den Lostopf werfen wollen?“ Also, ich zeige euch jetzt verschiedene Produkte und, erkläre euch dann, von wem es ist oder von wem nicht. Manche wollen einfach anonym bleiben und, trotzdem muss ich sagen, ich finde es super toll und vielen Dank an alle, die mich hier unterstützen auf dem Kanal und, die euch dann auch wieder was zurückgeben. Einfach einfach was Gutes tun. So, jetzt starten wir mit Nummer eins und zwar ist es die Mandy, Path. Sie vertreibt handgewebte Wolle und Projekttaschen, kommt aus, Oldenburg-Holstein. Hier ist ihre Visitenkarte. Schaut gerne bei ihr vorbei. Ihr seht auch ihre Webseite. Ich blende euch das aber auch ein, beziehungsweise alles kommt in die Infobox unten. Und sie hat geschickt einmal diese 2 tollen Stränge Baby-Alpaka, je 100 Gramm Non-Superwash, 400 Meter. Und in diesen tollen, äh, Grau und Blushrosa mit Maschenmarkierern dran und die sind so butterweich. Also, das sind 2 Schätzchen. Das eine ist Blush und das andere Stein. Wunderbar. Dann einmal auch diese Vierfach-Sockenwolle, 75 Schurwolle, 25 Polyamid. Äh, ja, steht jetzt nicht Superwash. Die Farbe, da ist eine Farbnummer. Könnt ihr die lesen? Und eine sehr schöne Färbung. Das ist Preis Nummer 2. Und last but not least, ganz toll, diese Projekttasche, die sie auch selbst herstellt, würde ich sagen. Noch ihr Etikett und ganz fein gearbeitet mit edlen Stichen, innen schön ausgearbeitet. Ja, wie ihr seht, da ist alles dran, was so eine Projekttasche braucht. Zusatztasche vorne, auch schön gefüttert. Also toll. Vielen, vielen Dank, Mandy. Und somit haben wir hier ganz tolle 3 Preise. Dann kam von der lieben Vera diese Karte an mit den folgenden Spenden. Auch eine kleine Projekttasche mit innen gefüttert und, hier 'nem Loch, wo's Garn durchgeht, damit's nicht überall lottert. Reicht für 'n Sockenprojekt, würde ich sagen. Und Spende Nummer 2 war dann auch dieses handgefertigte Täschchen. Ich glaube, das hat sie aus'm asiatischen Raum. Da kann man schön seine Utensilien reinmachen, Schere, was auch immer. Vielen, vielen Dank, Vera. Wunderhübsch. Wenn wir schon bei Werbung sind, dann die nächste Werbung. Und zwar von der lieben Catherine, Little Vicious Stitches, Handfärberin aus Hagen. Hat auch, wer aus Hagen ist, geht doch gerne auf ihr Instagram oder Webseite. Sie hat ein Stricklädchen und ich glaube, sie nennt es Strickcafé. Da macht sie immer wieder schöne Stricktreffen und sie hat gespendet und dieses tolle
Sockenset, handgefärbte Wolle, super weich, ist ein Soft Sock Fingering, 19,5 Mikron, hat 400 Meter auf 100 Gramm. Findet ihr auch bei ihr auf Instagram oder auf ihrer Webseite Little Bishes Stitches. Hier nochmal ihr Logo. Vielen, vielen Dank, Catherine, für die Unterstützung und schöne Aquafarben. Ich würde es am liebsten gleich sofort selbst stricken. Little Bishes Stitches kennt ihr schon von meinen Kassel- und Backnang-Videos, Dokumentationen. Da habe ich sie interviewt. Schaut gerne mal vorbei. Dann die liebe Anke von Ankes Wollwerk. Danke, Anke. Hat als Überraschung, ich wusste gar nichts davon, mir aus ihrem Etsy-Shop verschiedene Maschenstopper, Nadelstopper und Maschenmarkierer für euch geschickt. 1, 2, 3 Packungen und die 4. mache ich jetzt mal auf, weil ich ihr schon gesagt habe, die bitze ich mir selbst. Die sind nämlich so süß. Das sind kleine Donuts und kleine Kaffeetassen. Sorry fürs Rascheln. Sind die nicht süß? Prösterchen. Das ist ihr Shop. Ornamentum von der Anke. Schaut gerne vorbei. Ich freue mich auf meine Donuts. Wer mich kennt, ich liebe Kuchiges. Ebenfalls eine Handfärberin ist die liebe Birgit Uppala. Mabibu Yarn, färbte Garne. Die hat diese 2 Schätzchen ins eine Päckchen rein. Und zwar ist das eine Mohairpfötchen und das andere ist 50% Merino und 50% Seide. Super kuschelig, sieht super aus zusammen. Die liebe Birgit findet ihr auf Instagram oder halt eben, schau mal rein, ob sie eine Karte rein hat. Leider nicht, könnt ihr auch anrufen. Sie hat einen Shop und führt euch auch gerne virtuell durch diesen Shop. Ich werde ihre Daten unten auf jeden Fall in die Infobox mit hineinpacken. Vielen Dank, Birgit. Das zweite Päckchen, was sie zur Verfügung gestellt hat, schauen wir mal rein. Ich muss es rausholen und euch zeigen, weil sonst seht ihr ja gar nicht, was es Wunderbares gibt. Und zwar ist es diese tolle Färbung. Ist ein Sockenset. Apollo heißt es. In 2 Minis. In diesen tollen Farben. 80% Merino und 20% Nylon. Merino Pfötchen, High Twist. 100 Gramm, 365 Meter. Plus die 2 Minis, 83 Meter. Und in dem einen ist sogar Glitzerfaden drin. Färbung Apollo. Also Mabibu Yarn findet ihr auf Instagram und unten in der Infobox ihre genauen Daten könnt ihr bei der lieben Birgit auch bestellen. Dann hat mich wieder ein Paket erreicht und zwar von der lieben Susanne von Susannes Bastelwelt. Hat ebenfalls einen YouTube-Kanal, verlinke ich euch hier unten in der Infobox. Und sie hatte mir schon für die Strick-Community letztes Jahr Bobbles gespendet. Jetzt kam wieder an ein tolles Paket, also voll mit Wolle. Danke, liebe Susanne. Also es ist manchmal unglaublich, was wirklich Österreich, wollte ich nur sagen. Und da haben wir einmal Sockelwolle von Atelier Zitron, Wash 75% Schurwolle und Polyamid. Diese tollen Färbung. Dann ein Bobbel, der heißt Devisia. Mehr steht da auch nicht dabei. In dieser Färbung, der zweite Bobbel
hat die Färbung Flammender Flamenco. Auch eine sehr schöne Farbe. Der nächste Bobbel ist von Valeries Knötchen, Herz des Berges, ebenfalls Baumwollacryl, hat diese Färbung und immer Maschenmarkierer dazu. Und er hat diese Färbung, auch sehr schön. Alle Bobbel mit Maschenmarkierer, liebe Susanne, vielen, vielen Dank. Ich bin einfach ohne Worte. Ja, ist einfach unglaublich. So toll. Hier ein weiteres Paket, das hat mich erreicht von der lieben Elvira aus Portugal. Ich musste nur noch mal nachschauen, dass ich auch nichts durcheinander bringe. Also Leute aus Portugal werden die extra geschickt, die Sachen. Ich bin einfach nur baff. Bei ihr waren drin Wollträume Knäuel. Der erste ist, sind alles Sockenwollen, Merino extra fein, 80% Schurwolle, 20% Polyamid, die Färbung Molly. Dann hat sie noch gespendet die Sommerbowle. Das ist auch 60% Schurwolle und 40% Lyocell. P. Wieso steht denn hier Sommerbowle? Ah, okay, wahrscheinlich die Wolle und die Färbung heißt P. Auch Wollträume. So aus. Dann hat sie noch dieses tolle Strickjournal oder Bullet Journal von EMF Verlag geschickt. Das geht vielleicht. Ein dicker Wälzer, schwer, super. Dann hat mich noch dieses tolle Buch erreicht und zwar von der lieben Jasmin auf Instagram, heißt sie mine.nitz. Ich werde sie unten verlinken in der Infobox. Und sie hat sogar zum 21. Februar ihre erste Pulloveranleitung, ich glaube, es ist ihre erste Pulloveranleitung veröffentlicht. Also schaut bei Mine Nitz vorbei. Also dieses tolle Buch ist ja ein Sammelsurium von vielen verschiedenen Lace-Ideen und Muster, sei es Tücher oder Handstulpen, Socken, Mützen. Dankeschön, liebe Jasmin, für diese Spende. Und dann hat mich noch ein Päckchen erreicht von der lieben Yvonne, die der Renate, der Veranstalterin vom Backnanger Wollfest, hilft. Kennt ihr auch von den Videos vom Backnang. Zwar ist das die Hamilton Tweed WC-Garn, 2 in dieser wunderschönen Farbe und ebenfalls Nadelstopper und Maschenmarkierer dazu. Ihre Projekte sind auf Facebook und auf Instagram unter The Knitting Puffin, also der strickende Papageientaucher, zu finden. Sie hat die auf Reisen nach Island kennengelernt und deswegen liebt sie die so. Und sie geht gern auf Strickreisen. Sie ist seit 2024 beim Orga-Team dabei vom Backnanger Wollfest und mehr fällt ihr jetzt zum Stricken auch nicht ein. Ist ja auch gut. Reicht ja auch schon. Liebe Grüße auch an Yvonne und vielen Dank auch für deine Spende, die an eine von euch verlost wird Ende April, wenn unser Knit My UFO 2025 Call zu Ende geht. Bevor ich aber mit den UFOs starte, muss ich, weil es zum Thema passt, eine Buchrezension vorneweg hineinschieben. Es geht hier um dieses Buch, und zwar das Sockenprojekt von Summer Lee, und erschienen ist es auf Deutsch im Fresh Verlag. Erhalten habe ich dieses Rezensionsexemplar schon nach Erscheinung Ende September, Anfang Oktober 2024. Leider habe ich es bis jetzt noch nicht geschafft, euch dieses Buch vorzustellen. Summer Lee folge ich schon sehr lange auf Instagram und auch auf YouTube. Da hat sie nette Videos zu ihren Sockendesigns.
Ich finde einfach ihre Socken cool. Ich finde Samalie cool. Ich finde auch ihre Kompositionen sehr gut. Na, was ist denn heute mit mir? Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich mag einfach, ihre Art, wie sie die Socken designt. Zum Buch. Es ist Hardcover, kostet 25 €. Bunte Socken zum Stricken und Zeigen. Es sind sehr viele Themen, die ihr, erfahren könnt drin. Also, Samalie erklärt Material, Größe und Passform, geht auf verschiedene Wollqualitäten ein und hat zu diversen Techniken auch bebilderte Anleitungen und Erklärungen, bevor sie mit ihren, verschiedenen, Sockendesigns und, Erklärungen zu Socken anfängt. Was ich gut finde, sie hat immer hier, ihr könnt sehen, Thema, hier die Basic-Socke Nummer 2, nachträglich eingestrickte Ferse, und dann erklärt sie im Anschluss, wie alles geht mit Bildern et cetera pp. Es ist alles sehr deutlich, sehr gut zu erkennen und vor allem sehr verständlich. Hier ist es zum Beispiel die Boomerang-Ferse mit Doppelmaschen, und dann hat sie zum Beispiel die Toe-Up-Socken. Also, es ist super erklärt, und am Ende habt ihr 25 Sockenmodelle, die Samalie zeigt, und wie ihr schon sehen könnt, äh, bunt mit Colorwork und verschiedenen, bunten Farben auch zusammen. Also, für mich ist es ein tolles Buch, und vor allem, zeigt es auch sehr schön, was man denn alles mit Sockenwolle machen kann, wie man denn spielen kann und coole Socken dabei herausbekommt. Ich schaue mal noch abschließend, was gibt's noch? Rezept auch für klassische dicke Socken sind auch noch drin. Also ja, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Samalie finde ich sehr cool. Schaut hinein. Buch, 25 €. Ich finde das eine super Investition und absolut gute Empfehlung. So, warum nenne ich jetzt Samalie? Mein erstes UFO ist aus diesem Buch, 52 Wochen Socken stricken, erschienen auch im Fresh Verlag. Das Original war von, Leine, Publishing. Und zwar habe ich angeschlagen diese Pinwheel-Socken von Samalie. Und meine Socke ist bisher so, stricke ich auch mit diesen Adi-Nadeln, aber ja, schon beim Stricken, also das Muster ist hübsch, aber schon beim Stricken war ich mit diversen Sachen nicht zufrieden. Ähm, Zum einen mit den Farben, die ich kombiniert habe, also es sind verschiedene Restfarben. Mir hat einfach diese Kombination nicht zugesagt, aber auch da wäre ich noch drüber weg. Ähm, Ist ja nicht so schlimm, hätte ja ein zweites Paar machen können in einfach 'ner anderen Farbe. Das wäre jetzt einfach mein Testpaar gewesen, aber ich merke schon, die werden zu weit. Also, entweder stricke ich zu locker, was sein kann, also zu locker für 'ne Socke. 'Ne Socke sollte man immer, fester stricken, als wie man denn einen Pullover stricken würde. Das fällt mir manchmal schwer. Da halte ich meistens den Faden genauso locker wie beim Pulloverstricken, was sich zwar haptisch schön anfühlt, aber nicht praktisch für die Socke ist. Die Socke soll eigentlich am Fuß eng anliegend sein. Ähm, Die Wolle sollte auch fester verstrickt sein, damit sie besser hält, weil je weicher das dann ist, desto schneller scheuert sich das Ganze durch. Also, erstes UFO, deswegen ist es auch zum UFO geworden, ist die Socke, und die wird geribbelt. Ja, dann das zweite UFO. Ich hatte es euch, schon gezeigt in meinem Jahresrückblick, und zwar ist es, diese schöne Socke, und das sind die Ludo Socks von Vert Knit oder Ines Oliveira. Ähm, Gestrickt hatte ich eigentlich das Sockenpaar schon fertig, hatte es aber, weil hier, das ist die Wolle von Wool and Forest, einmal Peachy Blossom
zusammen mit Pumpkin Pie hatte ich die Alex für Kassel, für den Stand zur Verfügung gestellt. Und als dann eben das Wollfestival vorbei war, ist die zweite Socke abhanden gekommen. Kann passieren, ist so, ist jetzt nicht weiter tragisch. Wie gesagt, habe damit gerechnet, dass sowas passieren kann. Nicht schlimm, ist ja noch genug Wolle da. Also, trotzdem ist das UFO Nummer 2, weil eben schon seit letztem Jahr in Arbeit und immer noch nicht beendet. UFO Nummer 3, da sprechen wir mal über dieses Schätzchen hier. Auch das hatte ich euch schon mal in der Kamera gehalten, in einer der älteren Folgen. Ich schaue mal, wenn ich es finde, dann blende ich euch hier die Infokarte ein. Und zwar ist das der Hustwetter, eine Anleitung, eine kostenlose Anleitung auf Edna. Und Edna hat mir auch das Mohair zur Verfügung gestellt. Ich wollte das Mohair ausprobieren von Edna. Dann dachte ich, Mohair-Folge wird jetzt bald abgedreht. Ich möchte jetzt endlich darüber reden und deswegen habe ich mir diesen Sweater als erstes vorgenommen und als erstes UFO und wollte den unbedingt beenden und habe ich hiermit getan. Ein Tragevideo blende ich euch ebenfalls jetzt hier ein. Und lediglich habe ich bei dem Sweater den Kragen weggelassen. Zum einen, weil ich von dem Rosagarn nichts mehr hatte und eigentlich das sogar ohne Kragen aktuell ganz okay fand. Ob sich das noch ändert, ob ich daran noch was ändere, das wird sich noch zeigen. Das Mohair ist semi-weich, hatte ich euch in der Folge, Mohair-Folge auch schon ausführlich darüber, also habe ich ausführlich darüber geredet. Auch die, wer sie schauen möchte, werde ich hier oben als, hier als Infokarte einblenden. Könnt ihr euch genau alles anschauen. Es ist eher eines der kratzigen Mohairs. Also wer empfindlich ist, dem empfehle ich es nicht. Das UFO ist beendet, zumindest das erste UFO. Und da bin ich ganz glücklich drüber. Hustwetter, Anleitung kostenlos auf Edna. Ein weiteres UFO oder Nicht-UFO-Projekt, kann man nennen, wie man will, wurde auf jeden Fall knapp 2025, ach, wurde auf jeden Fall knapp Anfang Januar in 2025 fertig. Ist mein Jokelos-Sweater, den habe ich euch schon in meinem Jahresrückblick gezeigt. Ich glaube, der wurde am 1. oder am 2. Januar fertig. Bin mir nicht so sicher, ob ich das jetzt noch in die Knit My UFO neue Saison mit reinzähle, aber in 2024 habe ich ihn auf jeden Fall in die UFO-Projekte mit hineingenommen. Also Jokelos-Sweater, blende euch hier das Bild ein, ist auf jeden Fall weg vom Tisch und wir können zum nächsten UFO. Mein nächstes UFO ist der Parlor Cardigan von Ann Wenzel. Und zwar hatte ich letztes Jahr einen Ann Wenzel Call gestartet und in diesem Rahmen 2 Cardigans für mich ausgesucht. Der eine war der Cardi Cocoon, den ich für Alex stricken wollte oder fertig stricken wollte. Alex von Wool Forest hatte den gestartet und angefangen. Und dann hat sie gesagt, nee, mit dem Muster, da komme ich nicht klar. Also nicht, dass sie es nicht verstanden hat, es macht keinen Spaß. Dann habe ich gesagt, ja, dann schick mir doch mal deinen Cardigan und ich stricke ihn für dich fertig. Habe ihn erstmal weggelegt und dachte dann beim an Menzelkall, jetzt ist die Gelegenheit, einfach daran zu stricken und habe dann erstmal ein Alex Cardigan gestrickt. Nicht viel, ja, vielleicht so ein Stück oder so, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber dann habe ich gemerkt, das ist einfach nichts. Also dieses Muster vom Cardi Cocoon hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Ich habe dann der Alex gesagt: „Sorry, ich stricke viel und gerne, aber diesen Cardigan werde ich nicht für dich beenden können. Ich schicke dir jetzt bitte die ganze Wolle wieder zurück. Sei mir nicht böse, aber das Projekt ist gescheitert. Ich stricke jetzt an meinem ähm, Parlor Cardigan. In meinem Anwenzelkall habe ich dann den Color Cardigan nicht mehr angeschlagen und schon gar nicht beendet und war mir danach dann auch wieder nicht mehr sicher, ob ich denn überhaupt ihn noch haben möchte.
habe mir noch andere Projekte gesucht, die zu der Wolle gepasst hätten. Dann wurde es aber immer wärmer und Sommer und ich habe es dann alles erstmal beiseite gelegt und dachte: „Okay, hilft alles nichts, kann ich mich nicht entscheiden. Bevor ich das falsche Projekt mit dieser tollen Wolle mache, lasse ich's erst mal liegen.“ Gesagt, getan. Es hat gelegen und jetzt kurz vor Jahresende oder so habe ich die Wolle noch mal rausgeholt und auch diese Maschenprobe. Und ich muss sagen, nachdem ich jetzt länger das nicht mehr gesehen habe, bin ich jetzt wieder so weit, ich möchte den haben. Und im Zuge dessen ist es 'n UFO, weil die Maschenprobe war ja schon gemacht. Der Plan war ja schon da und es lag jetzt schon Monate im Projektbeutel und das ist also mein nächstes UFO für Knit My UFO 2025. Wenn ich richtig gezählt habe, sind wir jetzt bei Projekt Nummer 6. Sorry, es knistert kurz. Für dieses Projekt habe ich genutzt Holst Coast in dieser gelben Farbe. Genaue Bezeichnung weiß ich jetzt leider nicht. Zusammen mit Holst Titicaca ähm, Lemon. Also dann kann das auch Lemon sein. Also die beiden zusammen ergeben den Eva Cardigan von Petit Knit. Soweit bin ich schon oder auch nicht schon und habe das Ganze dann, wie ihr seht, auf Stopper geparkt und nicht weiter gestrickt. Warum? Ähm, die Garnkombination, die gefällt mir. Also die fühlt sich richtig super an, ist genau mein Ding, aber es fühlt sich zu dünn an für diesen Cardigan. Also nach 10 Zentimeter Stricken, ungefähr sind es 10 Zentimeter, dachte ich: weiß nicht. Also der Cardigan, der Eva Cardigan von Petit Knit sollte schon ein bisschen Volumen und Stand haben. Und, Stand wird es haben, aber Volumen nicht. Das wird zu fein, das Material. Also, mir wäre es zu schade, die Wolle dafür die Wolle dafür, zu verstricken, um es dann wieder aufzuziehen. Und deswegen, das wird geribbelt. Projekt Nummer 6 wird geribbelt. Dieses UFO, was ich euch vorstelle, ist das Rota Sleeveless Top, war auch 2024 ein UFO, ist leider 2025 immer noch ein UFO, gestrickt aus der Drops Bell. Und ich finde auch, es sieht sehr schön aus bisher. Aber als ich es angeschlagen habe, ähm, ja, war der Sommer vorbei. Dann habe ich es auf die Seite und seitdem nicht mehr weitergemacht. Würde es aber super gerne für Sommer 25 beenden und tragen. Ein weiteres UFO, was ich auch schon in 2024 hatte, ist die Loopy Cable West von Darby Photos, heißt so, Isle of Yarn. Kostenpflichtige Anleitung von Ravelry, war ein Teststrick und genutzt hatte ich ein türkisches Garn. Das ist von der Firma Ören Bayan, Kaschmir Gold. Ein schönes Dunkelgrün. Ja, warum ist es ein UFO? Muss ich noch was sagen? Rückenteil, Vorderteil, muss mal schauen. Ne, wurde nicht in Teilen gestrickt. Muss ich jetzt aber hier oben zusammennähen. Ich zeige euch jetzt mal nur das Rückenteil. So, das sind die Zöpfe, sieht eigentlich ganz hübsch aus. War nicht ganz so unkompliziert zu stricken, weil die Charts nicht so eingehend sind. Also, die sind nicht so logisch miteinander. Das heißt, es ändert sich ständig in jeder Reihe irgendwas. Also, ähm wie sage ich's, die Abstände zwischen den Verzopfungen sind nicht gleich mit den anderen.
Und dann habe ich immer, denken müssen, wann also, man muss da wirklich aufpassen, wann was dran kommt. Ja, jetzt muss ich oben die Schultern verbinden und, noch die Blenden stricken und die Knopflochpasse, an der hat's gescheitert. Muss auf jeden Fall jetzt endlich in 25 beendet werden, hat auf jeden Fall Priorität. Dieses UFO ist der Madeira Sweater 2.0. Atelier Emile. Für sie habe ich diesen Sweater-Test gestrickt. Wann waren das? 20 Anfang 23 oder Ende 22, ich weiß es nicht mehr. Gestrickt, zusammengehalten habe ich's aus der Drops Flora mit Drops Kid Silk und die Flora ist die Farbe 03, ein wunderbares, schönes Hellgrau, zusammen mit, ich glaube, das ist Kreide, Farbe Nummer 38. Auch ein sehr schönes, pudriges, ja, graurosa, weiß. Also, das ist so 'ne Mischung. Die 2 zusammen ergeben diesen wunderbaren Farbton. Und wie ihr seht, der Pullover ist nicht fertig. Zum einen von unten nach oben gestrickt, zum anderen war die Testgruppe, sehr, ja, wie sage ich's? Es war nicht zufriedenstellend aus dem Grund, ich war die Einzige, die auf Englisch geschrieben hat, alle anderen auf Französisch. Ich habe nicht verstanden, was, vorgeht, obwohl sie englische und französische Teststricker gesucht hat. Also, ich habe mich da allein gelassen gefühlt. Das war auch am Anfang, also, als ich erst mit den Teststricks überhaupt angefangen hatte. Und, ja, ich weiß auch gar nicht, ob die angegeben hat, dass, der Pullover von unten nach oben gestrickt wird, aber ich habe auch überhaupt noch nicht so viel Erfahrung gehabt, mit welcher Strickrichtung, also, was mir mehr liegt, was ich mehr mag. Ähm, Kurz zuvor habe ich überhaupt das Stricken in einem Stück für mich entdeckt, Corona sei Dank. Also, sprich, zu Hause hatte ich genug Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Der Teststrick war dann vorbei. Die Bilder hatte ich gemacht, zumindest mit dem Fortschritt, den ich hatte, da war sie zufrieden. Das war es auch schon. Viel Rückmeldungen habe ich nicht bekommen. Die Zöpfe machten unheimlich viel Spaß. Was ich aber nicht mochte, weiß nicht, ob man es gut sehen kann, sind die Bobbel, die sie da, kreiert hat. Und zwar nach dem Schema, wie sie's, beschrieben hat, habe ich die gestrickt und die sind, ja, die sind einfach nicht schön. Also, die bleiben nicht am Platz, die sind auch nicht, regelmäßig. Zum Teil switchen, also, schlupfen die mir hier rein. Und deswegen habe ich den Pullover liegen lassen, obwohl ich die Haptik und auch die Farbe toll finde. Heißt also, in 2024 habe ich überlegt, den Pullover zu beenden. Wenn ich so sehe, wie er ausschaut, ist er mir auch knapp, also zu kurz. Den hätte ich noch mal ribbeln müssen und noch mal verlängern etwas, was der Nachteil ist von unten nach oben. Und somit habe ich beschlossen, das wird geribbelt und zwar komplett. Ich möchte den Pullover so nicht beenden, weil mir einfach diese Bobbel an dem Pullover nicht gefallen. Ich mag aber die Optik von dem Sweater. Die ist sehr schön. Ich hoffe, das kann man gut erkennen. Mag diesen mittleren, Zopfteil. Ich mag auch diese, XO-Zöpfe, also Küsschen, Umarmungen. Sieht sehr schön aus. Auch auf den, Ärmeln hat sie das noch mal wiederholt. Muss mal schauen, ob ich einfach den Sweater, also das Muster adaptiere und einfach den Sweater von oben stricke nach unten und nochmal, aber nicht diesen, den werde ich ribbeln. Also, drittes Projekt, was geribbelt wird. Bisher haben wir, Socken, Eva Cardigan und diesen Sweater. Dann haben wir hier ein Langzeit-UFO. Und zwar ist das eine Anleitung und Garn von Lana Grossa. Wenn ich das Bild vom Heft finde, dann blende ich es euch ein. Langzeit-UFO, warum? In Teilen gestrickt. Die Ärmel
habe ich angenäht, also beide Ärmel habe ich schon fertig gehabt. Dann habe ich bei dem Ärmel schon gemerkt, also bei einem, dass der viel zu groß ist für das Armloch, beziehungsweise wenn ich's denn anpasse, zu ähm, zu viel Stoff da ist und musste dann den anderen Ärmel, auftrennen und den anpassen. Habe ich hier schon gemacht. Jetzt muss ich's auf der Seite auch noch machen und, um den Halsausschnitt werde ich noch Krebsmaschen machen, damit einfach der Ausschnitt stabiler ist und das Ganze spannen und dann ist es 'n Sommertop. Ja, ob ich's dann noch tragen werde, weiß ich nicht. Die Farbe ist eigentlich wieder also, eigentlich schon wieder Trend, grau und rot. Schauen wir mal. Aber es muss endlich mal beendet werden, weil das UFO ist locker vor 2012 entstanden. Es muss jetzt endlich mal weg. Der Rain or Shine Shawl von Steven West. Ein sehr schönes Design. Ich bin nicht so der Steven West Stricker, aber dieses, Tuch mochte ich sehr, schon als ich's bei The Lamp and Kit gesehen habe. Und da habe ich mir auch den Farbverlauf abkopiert. Meins sieht schon so aus, gefällt mir sehr gut und immer noch gestrickt aus der wunderbaren Qualität Suri Deluxe von Wool Forest in diesen Farben. Gold, Poppy, Neon, Azalee, Kaschmir und Stone, bin ich mir fast sicher. Und warum ist es 'n UFO? Hm, keine Ahnung. Ich glaube, der Sommer kam dazwischen und dann bin ich einfach nicht mehr dazu gekommen. Ja, gefällt mir sehr gut. Habe 'ne kleine glaube 'n kleinen Fehler drin. Irgendwas ist bei mir anders. Ich glaube, die letzte Reihe, die habe ich anders gestrickt und jetzt stricke ich einfach weiter so. Also, wenn ihr euch wundert, das Original hat, glaube ich, im letzten Abschnitt, linke Reihe und ich habe trotzdem rechts weiter gestrickt und sieht so aus, gefällt mir trotzdem. Also, Rain or Shine Shawl, Steven West wird weiter gestrickt. Da fange ich erst mal mit meinem Fail hier an. Das ist mein Frozen Dahlia Schal Nummer 2, gestrickt aus Homespun House Qualität. Das sind verschiedene Qualitäten und also in der Mitte hier Sock, ähm, und andere Fingering-Qualitäten. Ich hatte, unter Corona verschiedene Garne bestellt, also bezahlt, was als Überraschung kommt. Die Farben fand ich sahen sehr schön aus miteinander. Von den Qualitäten wusste ich nicht genau, was es ist. Habe nur gesehen, dass es Fingering ist, habe sie miteinander verstrickt, sah sehr schön aus, habe es in die Waschmaschine geschmissen und ja, ist angefilzt, wie ihr sehen könnt. Was es war, weiß ich leider nicht. Hat auf jeden Fall die Waschmaschinenwäsche nicht vertragen, ist nicht Schuld von Homespun House, aber grundsätzlich schmeiße ich alle meine Stricksachen in die Waschmaschine ins, Wollprogramm, weil ich einfach keine Zeit und Lust habe, die per Hand zu waschen. Jo, dann habe ich unter meinem, Teststrick 'n drittes Tuch anfangen müssen, um einfach meine Zahlen mit zu kontrollieren. So weit bin ich gekommen. Ähm, mit meinen Teststrickerinnen haben wir das, Design noch mal durchgearbeitet, weil der Prototyp natürlich seine Fehler birgt und mein zweites Tuch zum Nachkontrollieren ja leider verfilzt war. Also, hier seht ihr Drops Flora in verschiedenen Farben miteinander gefadet. Aktuell bin ich bei Farbe Nummer 24 und werde in diese Farbe zuletzt reinfäden. Doppelt gehalten wird das Garn. Angefangen haben wir mit beige, dann so 'nem hellrosa und dann in dieses Rosa, was ich euch gerade gezeigt habe. Und wie gesagt, endet mit dem Violett, finde ich sehr schön. Und das ist mein Frozen Dahlia Schal Anleitung auf Ravelry. Dieses UFO ist das, Ole Kofte von
der lieben Inga von Appelbanne. Eine süße Strickjacke mit einem Lace-Muster vorne. Durfte ich teststricken im Jahr 2022. Das ist das Lace vorne. So sieht die Strickjacke aus. Ist für meine ältere Nichte, wie ihr seht, etwas größer als wie für mich gedacht. Ein Ärmel ist schon beendet. Es fehlt noch der zweite Ärmel. Gestrickt hatte ich es aus einem Garn, Rico Design, ein Mikrofasergarn hatte ich da. Bin ich im Nachhinein nicht mehr so glücklich damit, dass ich genau dieses Garn gewählt habe, aber es ist so, es ist einfach nicht formstabil, das Garn. Werde ich jetzt aber beenden und fertig stricken. Warum ist es aber ein UFO geworden? Ich bin auch mit den Ärmeln nicht ganz so glücklich. Das heißt, mir ist die Abnahme hier zu schnell. Ob ich die selbst so gemacht habe oder ob das in der Anleitung so gestanden hat, das weiß ich jetzt im Nachhinein nicht mehr. Trotzdem werde ich jetzt den Ärmel bis hierhin ungefähr auftrennen und werde dann einfach die Abnahmen etwas weniger steil machen, damit der Ärmel hier unten etwas breiter ist, weil ich das Gefühl habe, dass dieses Design das einfach benötigt. Knöpfe sind Vintage-Knöpfe, die hatte ich da, die sind türkisfarben, wie ihr seht. Ansonsten wird es eine schöne, leichte Sommerstrickjacke. Also das UFO muss auch dringend beendet werden. Hier habe ich noch ein Langzeit-UFO. Ich fange erstmal mit dem Garn an. Das Garn ist das Bolero von Lana Grossa. Ist ein, schauen wir mal, Baumwoll-Polyamid-Mischung, 70-30%, 50 Gramm, 80 Meter. Ja, ist ein Sommergarn. Daraus hatte ich schon mal eine Strickjacke gestrickt. Und zwar aus dem gleichen Muster. Das ist so ein Hexentreppenmuster. Und da ist schon das Problem, schon wieder in Teilen gestrickt. Rückenteil, Vorderteil, Vorderteil. Hat nicht so eine Priorität aktuell, ist ein schönes Silbergrau. Die erste Weste hatte ich auch nur mit einer Schleife geschlossen. Habe sie gesucht. Ich weiß nicht, ob die jetzt einfach nur bei meiner Schwester ist oder ob ich die einfach in einem Schrank noch weiter hinten habe und heute nicht gefunden habe. Ja, falls ich doch das noch finde, dann blende ich euch das Bild ein. Wenn nicht, ist ein Langzeit-UFO und ob das fertig wird noch in 2025, bin ich mir nicht so sicher. Ein weiteres Langzeit-UFO ist die Ornata Blaus von Peti Lutzak. Wie ihr seht, ein Teststrick aus 2021. Auch aus meiner Anfangs-Teststrickphase, habe mich an die Anleitung der Designerin gehalten, auch an ihre Empfehlung. Gestrickt habe ich es aus der Holst Supersoft, hier in der Farbe Hyazint. Ist ein sehr schönes Lavendellila, nicht zu dunkel. Aber, jetzt kommt das Aber. Ihr seht hier, oben ist die Bluse mit so Mäusezähnchen und sehr weit ausgeschnitten und Colorwork ist an den puffigen Ärmeln. Ja, und dann hatte ich die erste Anprobe und die Größenempfehlung, die Teti mir gegeben hat, die war für mich gefühlt viel zu groß. Ja, und deswegen liegt's. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich's fertig stricken will. Ähm, Ich weiß, dass so ein Design, ich weiß auch nicht, warum ich mich dafür gemeldet habe. Ich glaube, ich war einfach von dem Colorwork geblendet. Das hat mir sehr gut gefallen, hat mir auch Spaß gemacht. Aber so ein Blusendesign, so ein Puffärmel und so weit und wie nenne ich das, so Babydoll-mäßig, das ist einfach nicht mein Stil und das steht mir auch nicht. Das ist eher meiner Schwester ihren Stil. Habe sie auch gefragt, sie würde auch sowas tragen wollen, aber Holst ist nicht so ihrs. Also, das empfindet sie als ein kratziges Garn, obwohl es natürlich nach mehreren Wäschen
es softer wird. Aber durch das, dass das kein Pullover kein richtiger Pullover ist, sondern eher 'ne Bluse, ähm, kann sie da ja auch schlecht was drunter tragen. Also, dieses Projekt wird von mir geribbelt. Ich schließe damit jetzt endlich ab. Ich möchte es nicht mehr, fertig stricken. Ist 'n Fail, wird geribbelt. Wenn ich richtig zähle, ist es Projekt Nummer 4, was geribbelt wird. Mein nächstes UFO ist auch aus 2023, würde ich sagen. Ist, für das Buch von Sarin Nordlund gewesen. Dafür hatte ich 'ne Strickjacke und diesen Pullover teststricken sollen. Ähm, ja, bei dem Pullover hier hat's nicht so ganz geklappt. Bin ich fertig geworden. Der Name des Designs, da muss ich jetzt mal schauen. Aoide findet ihr, wie gesagt, nur in dem Buch von Sarin Nordlund. Das wäre das Rückenteil gewesen. Sind sehr schöne Zöpfe. Da hat mich irgendwie die Lust verloren. Der Teststrick für Sari ist auch, sehr anonym. Also, ihr macht den für euch alleine, nicht in einer Gruppe und es gibt da auch keinen Austausch. Ihr bekommt die Anleitung und die sollt ihr durchstricken und dann ist es einfach nur Werbung für das Design. Deswegen, ihre Sachen sind, durchgerechnet und tech-editiert. An eurem Teststrick hapert's da nicht. Also, ihr findet da kaum noch 'n Fehler. Habe ich noch nie. Ayode, Sarin Nordlund. Mal sehen, ob das geribbelt wird oder weiter gestrickt. Dann habe ich hier noch ein tolles UFO und zwar ist das mein Pochjola-Sweater, ebenfalls von Sarin Nordlund, gestrickt aus der Pure Merino, hier in der Farbe Forest, und in der Farbe Kaschmir und Mint. Hatte ich euch schon ein paar Mal gezeigt. Wurde habe ich letztes Jahr angeschlagen, ich glaube April oder Mai. Ähm, Wurde 'n UFO, weil mir die Farbe Forest ausgegangen ist. Musste Alex dann erst noch färben. Sie war dann, glaube ich, im Urlaub, dann war's Sommer, dann war erst mal Backnang. Ja, Körper habe ich jetzt fertig gestrickt. Stricke jetzt die Ärmel erst mal fertig, weil ich mir noch nicht sicher bin, ob ich den Körper doch noch mal aufmache und noch 'n bisschen verlängere. Das muss ich noch entscheiden. Ich trage meine Sachen mit High-Waist-Hosen, deswegen, es wird sich noch zeigen. Aber ansonsten, ich liebe das Design. Ich liebe die Haptik von der Pure Merino. Es ist 'n ganz schöner, leichter Pullover. Das Colorwork, ja, es war nicht so einfach. Das hat auch mir was abverlangt. Also, man muss Geduld haben. Aber es hat sich definitiv gelohnt. Es sind nämlich auch linke Maschen noch drin, die wie so kleine Perlchen hier aussehen und, teilweise in manchen Reihen auch dreifarbig. Das, dauert auch. Der Kragen ist, doppelt gehalten, sieht aber angezogen wunderbar aus und ja, wenn ich es auch jetzt hier im Bildschirm sehe, ja, ohne Worte. Ich liebe ihn einfach, den Pullover, Pochjola-Sweater. Darin Nordlund hat auf jeden Fall eine hohe Priorität, den jetzt bald zu beenden. Noch ein Langzeit-UFO, was ich hoffentlich in 2025 beenden kann. Ob es jetzt natürlich in dem Kall sein wird, das glaube ich jetzt nicht. Aber trotzdem, das ist von Crystal Safeguard, dieser Mantel. Ähm, Den Namen blende ich euch ein. Ich schaue mal, ob der drauf steht. Kann euch leider die Anleitung nicht zeigen. Hm, Ne, ich sehe den Namen des Mantels jetzt hier leider nicht. Gestrickt aus Holst Supersoft in verschiedenen Farben, wird gesteakt, in Runde gestrickt. Da ist mein Steak. Das ist tatsächlich das erste Design, was ich, so in dieser Art überhaupt, gestrickt habe und auch das erste Colorwork. Deswegen, seht's mir nach. Das ist auch, glaube ich, 2022 angeschlagen worden, also schon eine Weile her. Innen drin sieht's so aus.
Da soll man jede dritte, vierte Masche, verweben. Ja, dann war Sommer und dann lag's erst mal. Und dann waren andere Sachen interessanter, Teststricks waren interessanter, aber, ähm, fertig gestrickt wird er bestimmt wunderbar sein, hoffe ich doch. Schauen wir mal. Ist 'n Langzeitprojekt, pressiert nicht, stresst mich auch nicht. Anleitungen von ihr sind auch sehr dürftig. Also, ihr habt 'n Colorwork, ihr habt, 'ne Anleitung, was ihr ungefähr tun sollt. Vielleicht war's auch das, dass es mir einfach, zu wenig Anleitung war. Und gleichzeitig, wie gesagt, ist es auch das erste Mal, dass ich, diese Art Colorwork überhaupt getestet habe. Ähm mein Maschenbild ist auch unregelmäßig. Ähm, ja, aber ich sehe es als Lehrstück und alles ist gut. Deswegen, ich werde es bestimmt beenden. Wie schnell, wird sich noch zeigen, aber auf jeden Fall immer noch 'n UFO. Gut, wenn ich richtig gezählt habe, hatten wir bis jetzt 17 UFOs, von denen ist eins beendet und von den restlichen 16 werden 4 geribbelt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann haben wir dann noch 12 übrig. Und ich habe noch ein Langzeit-UFO, was ich euch unterschlagen habe, aber schon in den letzten Folgen genannt habe oder im Live auf jeden Fall mit Julia und mit Marie. Das muss ich noch suchen. Ich bin schon dabei. Ich habe es noch nicht gefunden. Das dazugehörige Heft habe ich aber schon gefunden. Und ich bin mir sicher, dass das End 80er Jahre entstanden ist. Ich glaube, da fehlt mir noch ein Stückchen vom Ärmel und es hat eine spezielle Konstruktion. Wollte es euch nur mal zeigen. So ändert sich, Strickgeschmack und, Mode. Deswegen werde ich es auf jeden Fall in irgendeiner der zukünftigen Folgen, für euch heraussuchen. Ob ich's dann beenden werde, das wird sich noch zeigen. Also 12 UFOs habe ich, die ich im Laufe des Kralls minimieren möchte, aber habe hier nicht den Anspruch, dass ich jetzt alle 12, die jetzt noch auf den Nadeln sind, beenden werde. Ähm, warum? Einfach so, diese Stricksachen sollen mich unterhalten. Ich fühle mich auch davon nicht gestresst, auch wenn ich noch zusätzlich weitere WIPs auf den Nadeln habe und sowieso neue Strickpläne. Aber Stricken ist mein Hobby, das soll mir Spaß machen und, bin keine monogamen Strickerin, möchte ich auch gar nicht sein, wie auch mein Stash hier. Ähm, ist es 'n kreatives, sich ausleben und austauschen und, ja, mache, worauf ich Lust habe. So, wir sind nun am Ende der Folge angekommen. Ihr habt, mit mir gemeinsam der Wahrheit ins Auge geschaut. Ihr wisst nun, wie viele UFOs ich auf den Nadeln habe und wir zählen ja nicht die Work in Progress, also die WIPs dazu. Die zeige ich euch in den nächsten kommenden Folgen. Das sind dann aktuelle Projekte. Ich habe auch schon Strickpläne und ein oder andere Wolle dazu, werde ich euch auch vorstellen. Ähm, Stressen lasse ich mich von all dem nicht. Es dient meiner Unterhaltung und meinem Wohlbefinden und, nichts davon muss, alles darf. Das heißt also, ich bin hier nicht in Produktion und habe hier keinen Deadline, außer es ist ein Teststrick. Aber auch das, mein Gott, werde hier nicht gekündigt. Mein Brot verdiene ich Gott sei Dank anders und, ja, es geht hier einfach in erster Linie um Spaß, um Unterhaltung, ums Entspannen und ich mache, wozu ich Lust habe und worauf ich gerade Lust habe und wenn ich sie nicht habe, dann ist das auch okay und ich habe auch kein schlechtes Gewissen deswegen und, versuche nur durch diese Nicht My UFO-Sache einfach den Überblick nicht zu verlieren und dann doch vielleicht das ein oder andere Schätzchen endlich fertig zu bekommen. Also die Motivation einfach wieder zu anzuflammen und zu starten und gemeinsam mit euch, das ein oder andere Produkt zu beenden. In diesem Sinne mache ich für heute jetzt mal Schluss. Reicht, mein Hals ist trocken. Ähm, ja, ich trinke jetzt noch mal was. Diese hübsche Tasse habe ich übrigens zu Weihnachten von der Followerin bekommen. Vielen Dank, Veronika. Und, ja, Happy Knitting. Lassen wir uns einfach,
von unseren Strickinspirationen zu dem verleiten, was uns gerade Freude macht. Mehr kann ich dazu nicht sagen und schauen wir mal, was es bis Ende April denn von den Nadeln schafft. Ich wünsche euch was und bis dann. Tschüss.